Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tunze-Kanal. Heute soll es um ein ganz mächtiges Thema gehen, nämlich um den guten alten Wasserwechsel. Ihr kennt es, wie es normalerweise läuft, da muss ich euch nicht viel erzählen. Für den einen oder anderen bedeutet es Eimer schleppen, anmischen, abpumpen, irgendwie so ein bisschen Sauerei, es spritzelt ein bisschen rum. Da gibt es aber ein anderes Verfahren, ein ziemlich cooles, das mir ein Zuschauer dieses Kanals zugespielt hat. Darüber würde ich heute gerne mehr berichten. Ich würde euch gerne die Vor- und die Nachteile zeigen, wieso das so einfach ist, für wen das besonders gut geeignet ist. Dann bauen wir so ein Ding selber und testen es hier miteinander und dann sind wir alle ein bisschen schlauer, oder? Ich freue mich drauf, los geht's! Das muss ich hier ganz klar sagen, dieser YouTube-Kanal hat mich mit euch sowas von vernetzt. Ich liebe das. Und ich bin jetzt so richtig so in dieser Community mit drinnen und das ist was sehr Schönes und deswegen großen Dank an dich, mein Lieben, der mir hier diesen Tipp gegeben hat, mich da ein bisschen reinzuarbeiten, dass es so ein Produkt schon gibt. Gell? Ganz wichtig, ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Dieses Produkt kommt eigentlich von Reef-Float, einer Firma aus Großbritannien, ein britisches Unternehmen, die versenden weltweit. Wir verlinken euch mal unten die Website in die Videobeschreibung. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut beim Originalerfinder rein oder bei dem, der das Ganze groß gemacht hat. Der baut es auch fertig, der erklärt auch alles ganz toll und auch ganz großen Dank an den Alex von Reefdog, auch ein britischer YouTuber, auch dem sein Video verlinken wir euch mal unten in der Videobeschreibung. Der hat das Ganze nämlich getestet und mal schön erklärt, ist auf Englisch, aber wird euch sicher auch gefallen. Ich dachte mir, ich nehme das Ganze mal mit und ich versuche einfach mal sowas selber zu basteln. Ja? Also ihr könnt euch das Ding fertig kaufen. Ich habe auch gehört, der Gordon, der hinter diesem Unternehmen steht, der macht das Ganze mit ganz viel Liebe, ganz viel Beratung und ist für euch da. Wenn ihr aber wie ein guter deutscher Meerwasseraquarianer richtig Bastler seid, kleine Modellbauer seid und ein bisschen Späne fliegen dürfen, dann schauen wir uns mal jetzt an, ob wir so ein Ding nicht einfach selber gebaut kriegen. Wie funktioniert das Ganze? Also im klassischen Fall habt ihr einen Wasserwechsel recht easy. Das sind 27 Liter Eimer. Ich habe hier ein 250 Liter Becken. Wenn ich den jetzt einmal voll mache und den da einmal leer mache und den dann wieder rüber pumpe, habe ich ein bisschen mehr als 10% Wasserwechsel gemacht. Vorteil: einfach, ich habe diese zwei Eimer, kostet nichts, geht nichts kaputt. Ich kann auch dann beim Ablassen, seht ihr ja hier, kann ich auch ein bisschen noch Gammel rausholen. Wenig Einsatz, also beim Invest, bei den Kosten für das Equipment. Im einfachsten Fall Schlauch und Eimer. Und wenn man noch ein bisschen Muckis hat, dann schüttet man es halt rein und dabei gibt es eine Sauerei oder man benutzt eine kleine Pumpe. Der Nachteil an dem Ganzen ist, wie ihr wisst, ihr macht das wahrscheinlich schon länger wie ich und habt es schon öfter wie ich gemacht, man braucht da ein bisschen Zeit, man muss das eine hier anmischen, das andere hier anmischen. Es ist ein bisschen manuelle Beschäftigung nötig. So, und jetzt würde ich euch gerne dieses Verfahren vorstellen, dass der liebe Reefloat sich da mit seinem Automatic Water Change AWC, was der sich gedacht hat. Und zwar, er nimmt ein geschlossenes Gefäß, in dem mische ich mir jetzt Salz und Wasser an. Ich habe da eine Pumpe drin, ich lasse das Ganze einmal durchmischen mit der Pumpe, die eingebaut ist. Ich versiegel das Ganze, mache einen Rüssel hier rein, mache einen Rüssel hier rein und jetzt lasse ich die Pumpe einfach das Wasser einmal durchtauschen. Das heißt, das Wasser von meinem Aquarium fließt einmal runter in meinen Mischbehälter und wird dann wieder hochgepumpt zurück ins Aquarium. So lange, bis alle Behälter gut miteinander vermischt sind. Ich mische es im selben Behälter an, ich tausche es im selben Behälter und dieselbe Pumpe, die den Wasserwechsel macht, die das alte Wasser wegkippt und die das vermischt, ist immer nur ein Teil. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen cool. Der Nachteil des Ganzen ist, das könnt ihr euch jetzt vorstellen, ich nehme nicht genau Wasser raus und fülle es mit frischem Wasser auf, sondern ich habe so eine Mischung drin, ich verliere ein bisschen was. Und wie groß ist dieses bisschen was? Das ist gleich die erste Frage. Das wird das erste Argument sein, das ich jetzt schon in den Kommentaren erwarte. Nämlich, machen wir mal ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt klassischerweise 30 Liter aus meinem 250 Liter Becken rauswechsel, dann käme ich auf einen 12% Wasserwechsel. Okay? So, und wenn ich es jetzt mit diesem Verfahren mache, das heißt, ich mische alles im selben Behälter an, lasse das einmal durchpumpen, dann habe ich immer noch, der Behälter hat 30 Liter
Aber dann habe ich hier nicht mehr 250, sondern dann muss ich da die 30 draufzählen. So, dann habe ich nur noch einen 10,7% Wasserwechsel. Da merkt ihr jetzt, wo der Haken ist, ein bisschen was vom frischen Wasser wird dann aus dem Behälter weggekippt. Worum es aber geht, die Sache wird damit viel, viel, viel komfortabler und einfacher. Das werden wir jetzt hier gleich sehen. Ich stelle es mir zumindest so vor. Ich habe auch keine Erfahrung damit, aber ich stelle es mir so vor, dass das Ganze ein bisschen einfacher wird. Ihr habt zum Beispiel keinen Abfall des Füllstands. Wenn ich hier jetzt 20, 30, 27 Liter so einen Eimer da rausnehme, dann ist da schon so ein Stückchen weg da oben. Dann wird der Osmolator, ist dann nicht mehr ganz eingetaucht, der Schäumer kackt ein bisschen rum. Ja, und dann kippe ich das neue Wasser rein, das hat ein bisschen andere Mischung, ne, das ist auch häufig auch ein bisschen kälter noch. Und dann habe ich einen kleinen Schock für die Tiere, habe eine kleine Füllstandsschwankung und ich muss es ja erstmal da irgendwie reinbringen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie komfortabel wir das hinkriegen. Wir bauen uns jetzt mal so ein Ding, okay? Dadurch, dass man das Ganze jetzt sehr langsam austauscht über dieses Verfahren, im Prinzip über Stunden Wasser nachfüllen. Und über Stunden mache ich diesen Austausch. Nicht einmal zack, zack. Ich meine, im schlimmsten Fall, wenn ich es einfach nur mit dem Eimer so machen würde, wäre es ja sofort ein richtig harter Sprung drin. Aber wenn ich es über Stunden ganz langsam mache, passt sich die Temperatur an. Im besten Fall nimmt der Heizstab, kompensiert direkt, dass es gar nicht kälter wird im Wasser. Und auch das neue, frische Wasser mit seinen anderen Wasserwerten wird auch ganz sanft dazugegeben. Eigentlich auch ein bisschen cool. Du kannst es einfach stehen lassen. Du kannst es einfach stehen lassen, ganz genau, darum geht es. Und das Schöne ist, wenn es einfach vor sich hin läuft, und das werden wir jetzt dann gleich sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es etwas komfortabler ist, höher. Und wenn es komfortabel ist, wissen wir alle, machen wir es häufiger und öfter. Wir schauen uns am Ende nochmal an, warum mein Becken gerade so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht. So ein bisschen Pappelapapp vom Felix hätte ich gerne noch eingebaut, aber erstmal den wichtigen Kern für alle neuen Zuschauer und die Leute, die jetzt mal Ergebnisse sehen wollen. Und dann fangen wir mal an, was habe ich hier für die Zutatenliste. Okay? Zuerst mal brauche ich dieses ominöse Behältnis, diesen Kanister. Ich habe einfach mal in Amazon nach einem passenden Kanister geschaut. Ich nehme jetzt mir mal den hier. Ich habe 2 Modelle, sind mir ins Auge gesprungen. Den hier dachte ich erst, boah, voll cool, transparent, dann kann man reinschauen, ob da irgendwo der Gammel drin ist. Toll, gell? Ja. Ist ganz offensichtlich in China hergestellt. Und jetzt sage ich euch gleich was ganz Dramatisches. Das Ding ist, ich glaube, der war 40, 50 Euro. Also da ist schon richtig Geld, gell? Und dann habe ich da zwar noch so Anschlüsse da innen drin, aber die brauche ich überhaupt nicht, okay? Und das Ding hier, zack, hat mich echt beeindruckt, war schneller da. Ist in Deutschland hergestellt, ist made in Germany, ist sogar noch größer, hat ich glaube, diesem Lebensmittelzeichen mehr, als dem das hier gar nicht drauf ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es ist einfach dickwandiger. Irgendwie ist es der, von meinem Dafürhalten, bessere Kanister auf den ersten Blick. Gell? Genau, ihr müsst einen in der passenden Größe nehmen. Ich nehme jetzt mal ein 10 Liter, das ist schon ein bisschen weniger, durch 260, weil ich ein 250 Liter Becken habe. Dann machen wir hier nur noch 3,8% Wasserwechsel, das reicht dann vielleicht. Das ist dann wirklich eine Vorspeise nur noch. Ja, das ist dann ein sehr kleiner Wasserwechsel. Übrigens auch ein Nachteil an dem System, ich kann eigentlich nur kleine Wasserwechsel machen. Weil würde ich jetzt einen 100 Liter Kanister herholen, da müssen wir es mal ehrlich sagen, also 100 Liter zähle ich die beim Beckenvolumen dazu, 350, dann würde ich jetzt mit einem 100 Liter Kanister nur 28,6% Wasserwechsel machen. Und würde ich das jetzt mit dem klassischen, ich nehme es erst raus und fülle es dann rein Verfahren machen, dann hätte ich ja die 100 Liter Wasserwechsel auf ein 250 Liter Becken, dann hätte ich 40%igen gemacht. Also da seht ihr wieder dieses bisschen auseinanderklaffen. Wählt euch einen Kanister, der zu euren Dimensionen passt und zu dem, wie ihr den Wasserwechsel im Aquarium machen wollt. Damit das Ganze funktioniert, ne, die Pumpe pumpt es hoch, der Behälter muss druckbeständig sein, der muss ein bisschen was aushalten, wenn hier die Wassersäule dagegen drückt. Wenn ich jetzt mal den hier angucke, und dann mache ich ihn jetzt mal beide auf, gell, dass ich hier nicht gegen den Innendruck. Ihr merkt schon, der ist einfach so ein bisschen wabbliger. Und einfach wie das gemacht ist, der wiegt, glaube ich, das Dreifache. Also ich habe irgendwie hier ein gutes Gefühl bei dem und bei dem hier nicht so. Ne? Deswegen, wir haben es probiert. Ich schiebe ihn jetzt mal auf die Seite. Kauft euch einen guten Kanister, muss nicht von der Firma sein, aber kauft euch einen guten Kanister. Jetzt kommt der Punkt, ihr könnt natürlich jede Pumpe nehmen. Irgendeine von irgendeiner Firma, die euch sympathisch ist. Von irgendeiner Firma, die euch sympathisch ist. Ihr könnt eine Pumpe nehmen, die rumliegt. Ich mache das jetzt beispielhaft an unserer Pumpe. Das hier ist die HiJet 5000.021. Die haben sich manche von euch gekauft,
als Upgrade für Ihren bestehenden alten Osmolator. Ja, der Osmolator 3155 und 3152, die Klassiker, die wir über Jahrzehnte angeboten haben, konnte man ja hier diese Pumpe als Upgrade dazu kaufen. Warum nehme ich die jetzt? Je größer die Pumpe, desto schneller geht der Wechsel. Ich denke, diese Pumpe reicht für uns. Da schauen wir jetzt gleich mal rein. Guck mal, bei der steht es direkt hinten drauf. Auf 1 Meter Förderhöhe habe ich 120 Liter pro Stunde noch. So wie es hier drin ist. Jetzt sage ich einfach mal, das Becken ist 50 hoch. Okay, der Schrank ist ein bisschen höher, aber ich sage jetzt mal, bis hierher habe ich ungefähr 1 Meter hoch gefördert. Ganz grob. Und dann habe ich 120 Liter pro Stunde. Wenn ich 120 Liter pro Stunde habe, wie lange dauert es denn, bis das Ganze einmal durch ist? Tatsächlich ist es eine Exponentialfunktion, rechnerisch idealisiert ein bisschen. Nach 20 Minuten ungefähr 80% des Wassers da drin ausgetauscht und nach 60 Minuten haben wir 99% Vermischung. Also ich nehme ja immer ein bisschen was hier raus und immer ein bisschen was da hoch. In dem Originalprodukt von Refloat, da hat der natürlich ein Engineering rein, der macht nicht so ein Bastelding wie ich hier. Der hat dann noch so eine Kiste dazu, da kann man die Pumpe takten, dass sie zum Beispiel angeht und eine Minute an und eine Minute aus. Dass sie das ein bisschen verzögert, dass man den Wasserwechsel eben nicht in 20 Minuten durch hat, sondern in 60. Dass es einfach noch ein bisschen sanfter läuft. Gell? Wenn ich nach einer Stunde jetzt die 99% Durchmischung habe, kann ich es auch 2 Stunden laufen lassen, passiert nichts. Deswegen halte ich für dieses Szenario die Pumpe für geeignet. Es gibt noch ein paar Gründe, warum ich jetzt sagen würde, diese Pumpe ist geeignet. Mal unabhängig davon, dass wir sie herstellen und dass irgendjemand hier diese Videos bezahlen muss. Ne? Diese Pumpe hier hat bereits 2 Sachen, die wir brauchen drin. Nämlich, ich habe schon mal einen Schlauch drin, mit dem ich dann hochpumpen kann. Und die Pumpe hat einfach nur 2 blanke Kabelenden. Wir brauchen das noch, da kommen wir gleich dazu, weil ich muss ja das Kabel von der Pumpe da irgendwie einmal durchschleifen. Die muss da irgendwie rein. Und wenn ich hier keinen Stecker habe, sondern die 2 Enden, ist es ein bisschen leichter. Aber natürlich könnt ihr bei jeder anderen Pumpe Schnipp machen und dann habt ihr auch die losen Enden. Wir brauchen jetzt 3 Bohrungen an dem Ding. Einmal müssen wir Zulauf- und Ablaufschlauch platzieren und wir müssen die Pumpe ja irgendwie reinbringen. Das heißt, 3-mal müssen wir jetzt reinbohren, 3-mal müssen wir es dicht machen. Die kann bis zu 6 Meter hoch fördern, aber ihr seht, wenn ich einen 6-4er Schlauch oder einen 8-6er Schlauch anschließe, bekomme ich unterschiedliche Durchflussraten. Dadurch könntet ihr das auch noch mal ein bisschen schneller machen, als es jetzt ist. Aber wir nehmen jetzt mal so, wie es ist. Dann habe ich hier nochmal, das ist wichtig, auch gleich so einen Halter mit dabei, damit ich den Schlauch oben festmachen kann, dass er mir nicht runterplumpst. Dann brauche ich, damit ich mit dem Wasser ja wieder zurückkomme, noch einen zweiten von diesen Schläuchen. Wie gesagt, ihr könnt da auch dickwandigere nehmen. Der ist jetzt bei der Pumpe dabei, deswegen hätte ich es jetzt einfach mit dem gemacht, den man ja dann sowieso hat im besten Fall. Was brauche ich noch? Jetzt muss ich das Ganze irgendwie dicht bekommen. Ich muss ja da jetzt Löcher reinbohren. Wie gesagt, die Schläuche müssen durch, das Kabel muss durch. Ich habe mir halt irgend so ein Set gekauft. Ihr habt die Dinger vielleicht rumliegen. Ich fand es jetzt nett, dass das schwarz ist. Und guckt mal, da habt ihr da unten tatsächlich, ich schraube es mal auf, ihr habt hier unten eine Dichtung, dass das auch wirklich dicht ist, sage ich mal, auf der Unterseite. Und oben können wir den Schlauch durchquetschen. Ja, gucken wir mal, wir nehmen dann den passenden, dass es gut passt. Ja, da gibt es noch einen kleineren, den hier. Gut. Ja, da würde ich mich jetzt wohlfühlen, ganz ehrlich. Den nehmen wir. Gekauft. Jetzt kommt natürlich noch eine Sache, diese Pumpe ist eigentlich gemacht für unseren Osmolator, dass man quasi das Gerät nachrüstet, da ist gar kein Netzteil drin. Und damit wir das noch in ein Netzteil einstecken können, habe ich mir nochmal die Dinger besorgt. Ihr könnt auch einfach die losen Drahtenden zusammenzwirren, was auch immer ihr machen wollt. Wir packen dem Ding jetzt hier eine Buchse dran, also dafür habe ich mir so ein Anschlussset gekauft. Hier, die Sachen kriegt ihr irgendwo, die Sachen kriegt ihr bei uns, sagen wir es mal so, wie es ist. Dann kann ich mir das hier reinschrauben und dann kann ich das Ganze auch anstecken, dass es dann läuft. Gut, ich brauche einen Akkuschrauber. Mensch, der wird mir direkt gereicht. Wow, cool, cool, cool. Ich will jetzt gerade so groß machen, bis zu der Stufe, dass das Gewinde reinpasst. Okay? Jetzt würde ich mir überlegen, wo machen wir das am allerschönsten in diesen Kanister rein, dass das Ganze noch praktisch und schön ist. Ich würde es oben machen, weil es in dem Original, das wir hier bloß mal nachbasteln, auch oben ist. Und wenn ich es unten mache, wird das Wasser rauslaufen, wenn der Tank voll ist. Also machen wir es hier oben rein. Gell? Guck mal, das ganze Set gekauft nur für 3 Dinger. Was für eine Verschwendung. Gucken mal, ob zufällig alle 3 da durchgehen. Das Kabel hier wirkt auch ganz gut. Gell? Ja, wenn ich den anziehe, dann ist das fix. Da ist es fest.
Ich mache mal hier schnell den Test, bevor ich das Loch bohre. Weil es gibt ja den Klassiker, wenn es mal drin ist, kriegen wir es nicht mehr. Ist es drin? So. Gell? Aber ich glaube, kleiner ist es nicht drin. Real Life. Real Life, jetzt ist glaube ich schon der kleinste. Oder? Der da? Das ist derselbe. Das ist schon der kleinste. Gut, noch irgendwas vielleicht um das Kabel drum machen, genau an der Stelle? Ich glaube, das reicht auch. Kleiner Also ich Gummi denke, oder das sowas? funktioniert. Wir probieren es jetzt einfach aus. Wenn es fehlschlägt, habt ihr was zum Lachen und ihr könnt es dann selber hinterher besser machen wie ich. Einfach 3 Bohrungen und fertig. Was, können wir noch irgendwas falsch machen? Könnte vielleicht kacke aussehen, aber ansonsten... Ja, du musst die schön anordnen. Ne? Na toll. Ja, ich hätte sie jetzt alle 3 nebeneinander gemacht. Mach das. So. Na, das eins größer. Und geht gerade noch. Oh. Da muss man schon aufpassen, dass man es nicht zu groß macht. Ja. Okay, beim nächsten mache ich es besser. Ich glaube, das geht. Ja. Die nächsten Löcher machen ein bisschen kleiner. Ja, aber du verstehst mich ja jetzt, ne? So, gut. Den nächsten machen wir auch noch mal so. Oh, das ist aber jetzt echt gut geworden. Ja, schau mal hier, so. So, und wir nehmen mit. Passt bloß auf, dass euer Spielzeug nicht gleich kaputt macht. Das ist schnell zu groß, das Loch. Ich sage euch gleich mein Bauchgefühl, wenn ich das Ding jetzt nochmal bauen müsste. Ich würde, wenn ich es als Fertigset anbieten würde, dickere, also größere Durchmesser an diesen Schläuchen nehmen. Die sind schon arg klein, wenn ich das mal so sagen darf. Die Pumpe macht es gut, weil sie den Druck hat, aber wenn wir da jetzt irgendeine andere Pumpe dran machen, die nicht 6 Meter hoch fördern kann, dann würde sie sich abkämpfen, durch so einen kleinen Durchmesser das ganze Wasser auszutauschen. Wenn ihr nicht so eine Bastellösung, wie ich sie hier mache, sondern wenn ihr ein professionelles Premium-Produkt auf dieser Basis cool finden würdet, wenn wir da mehr dazu bringen sollten und mehr machen sollten, dann schreibt uns das mal gerne in die Kommentare, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie ich es immer auch gerne sage, ich lese die immer alle. Ich schaffe es nicht, sie alle zu beantworten. Das ist einfach zu viel los in meinem Leben, aber ich habe euch alle lieb und ich lese, was ihr mir dazukommen lasst. Immer, ihr seid super konstruktiv. Ich muss nochmal ganz groß Danke sagen hier bei diesem Video mit der Forellenzucht. Das Video ist unheimlich gut angekommen und ich habe wahnsinnig viel konstruktives Feedback bekommen. Natürlich, wenn man sich erstmal hier so anstellt und dann macht man es, hinterher ist man immer schlauer. Gell? Und auch hier bei der Forellenzucht, da war man dann hinterher, ist man halt schlauer. Und ihr habt auch ganz viel von eurer Erfahrung mit reingebracht. Ich freue mich da auf das Follow-up-Video, da ein bisschen was aufzubauen und euch dann wieder mitzunehmen. Und das Gleiche gilt auch hier. Wenn ihr sagt, Mensch, also das Ding, ich habe keinen Bock auf Bohren, ich würde es gerne gleich in professionell kaufen, ich wünsche mir auch das und das und das und das Feature, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gell? Okay, nächste Lektion. Die Löcher sollten so gemacht sein, dass man noch mit seiner Hand hinkommt, sonst hat man ein Problem. Oh ja, oh ja. Ich komme hin, aber hätte mir das mal vorher einer gesagt, wenn meine Frau heute heimkommt, wird sie sagen, voll cool, jetzt haben wir ein neues Spielzeug zum Wasserwechsel. Gut, dass du dieses Video gemacht hast. Endpraktisch. Oder sie sagt, was für ein hässlicher Kanister, wo sollen wir den hinstellen? Eins von beiden passiert. Na, Spaß. Ja gut, also viel hässlicher als die 2 Eimerchen. Ja, da ist was dran. Da ist leider was dran. Ach, das ist ja schick, oder? Hello. Okay, machen wir das hier auch. Ich habe das Gefühl, dass ich es mit der blanken Hand auch nicht fest genug anziehe. Aber das sehen wir gleich, wenn die Soße rausläuft. Hier ganz große Grüße an meinen lieben Franz nochmal. Der hat mir gesagt, Felix, Produkte, bei denen ich Werkzeug brauche, um sie einzubauen, sind scheiße. Da muss was anderes hin wie ein Kabelbinder. Deswegen, ja, die Nächsten kriegen da jetzt alle so Klettbänder dran, wie es eigentlich gehört. Und ich hole mir jetzt schnell einen Seitenschneider. Jetzt muss die Pumpe da rein, das Kabel muss aber raus. Ne? Und siehe da, diese Pumpe ist ja so nett, kommt gleich mit dem richtigen Konnektor.
dass ich sie einfach direkt da anstecken kann. Jetzt muss das eigentlich so weit rein, dass sie bis zum Boden kommt. Ja, ganz rein. Dann seht ihr auch, kennt ihr ja, ganz cooles System. Was? Ich mache jetzt schon einen Kabelsalat, ich habe doch noch gar nicht begonnen. So, ja, die Pumpe liegt da schön drin. Ein bisschen Luft haben darf sie. Die Schläuche sind 3 Meter lang, das heißt, hier für die Anwendung reicht es sowieso völlig aus. Es wird jetzt ein kompletter Scheiß. Eins ist da. Okay, also der nächste Tipp für die nächste Version für euch zu Hause. Macht die Anschlüsse so, dass ihr rankommt, sonst ist das Kacke zum Bauen. Haben wir was gelernt, ja. Okay, das passt schon. Das ziehen wir jetzt darüber. Und es muss ja nur lesbar sein, das ist es auch hinterher noch. So, Kabel einmal rausziehen, dass die Pumpe halt am Boden liegt. Und den anderen, den mache ich da jetzt auch rein. Das ist eventuell dann auch nur das Wasser, das zurückkommt. Da muss der Schlauch auch gar nicht bis unten gehen. Okay, zu. Bis hier war es ja nicht so kompliziert. Jetzt die da kommen da hinten dran. Das ist so ein ganz einfacher Mechanismus. Wenn wir dann so einstellen, wie wir es brauchen. Und auch hier. Ach, wisst ihr, das ist jetzt einfach nur die Lego-Teile nutzen, die man eh hat. Gibt es bestimmt auch noch andere Möglichkeiten, einen Schlauch oben festzumachen. Oder einen anderen Schlauch. So. Jetzt brauchen wir noch was zum Schrauben. Hier nochmal ein schönes Thema. Wenn da einer Angst hat, man hat schnell mal dieses Gefühl, oh Gott, offene Drähte, ich mache was kaputt. Also die Pumpe ist verpolsicher, okay? Das heißt, wenn ihr die jetzt aus Versehen hier falsch rum anschließt, passiert einfach gar nichts. Okay? Weil ich weiß jetzt auch nicht, was ist, deswegen schaue ich in die Anleitung. Die Polung braun plus blau minus beachten. Plus machen wir jetzt braun rein. Ja, okay. Steht da ein bisschen raus. Finde ich jetzt nicht die schönste Lösung. Das wäre natürlich in einem Serienprodukt irgendwie auch anders gelöst. Da wird uns schon was einfallen. Hey, beim DIY-Projekt darf es auch mal ein bisschen so aussehen. Und irgendwie hat doch jeder sowas an seinem Aquarium dran. Also vom Aufbau, vom Aufwand her, ich meine, wenn ihr nicht unnötig davon ganz viele kauft, spart ihr ein bisschen Geld. So teuer sind die zum Glück auch nicht. Gibt es auch einfach das Passende im Baumarkt direkt und fertig. Wenn ihr nicht einen Kanister kauft, den man nicht gebrauchen kann, spart ihr auch ein bisschen Geld. Und die Teile hier, es geht, ja, es geht. Es ist jetzt nicht super günstig, aber muss ja jeder selber wissen, was einem die eigene Lebenszeit wert ist. Gell? Jetzt müsste ich damit theoretisch auch Wasser anmischen können. Das müsste jetzt eigentlich doch so funktionieren, wenn ich mal nicht ganz dumm im Kopf bin. So, jetzt weiß ich, dass das ein 31 Liter Kanister ist. Jetzt packe ich da die richtige Menge Salz rein und die richtige Menge Wasser. Und dann probieren wir es jetzt direkt mal aus. Gell? Ja, jetzt sehen wir uns gleich wieder, bauen wir das mal ein. Gell? Also schütten wir mal ein bisschen Salz und Wasser rein. Ich habe die ganz große Ehre, in einer Pumpenfabrik zu wohnen, in einem Gebäude, das sogar ein eigenes Leitungsnetz für Osmosewasser hat, weil hier überall Aquarien sind. Und so habe ich auch in meiner Küche einfach einen Hahn für den zentralen Anschluss von Osmosewasser. Da habe ich es mir jetzt super leicht gemacht und das hier einfach nur aufgefüllt. Ich habe es jetzt einfach mal bis ganz oben gefüllt und jetzt einfach mal hier die wahrscheinlich richtige Menge Salz dazu geholt, die ich jetzt da reinkippen müsste. Und dann mache ich jetzt einfach den Danai. Probieren wir es halt. Da überhaupt noch 600 Gramm Salz rein? Das werden wir gleich sehen. Läuft es halt über. Ja, das geht noch. So, jetzt kippe ich das da rein. Gut, vielleicht mache ich den Schlauch beim nächsten Mal erst hinterher dran. Ich kann aber heute den ganzen Tag sagen, ich habe es falsch gemacht, damit ihr es nicht falsch machen müsst. Und ich habe auch noch keine Erfahrung damit. Vielleicht sage ich euch in einem Jahr, vielleicht sage ich euch in einem Jahr, das war so praktisch, bestes Gadget ever. So, jetzt stecke ich die einfach an. Aha. Habe nicht den Eindruck, dass es besonders mischermäßig ist, ja. Ist vielleicht besser wie gar nichts. Der Klassiker, den ihr jetzt einsetzen würdet, ihr holt euch eure alte Tunze-Pumpe, die ihr noch habt, die gute Salzmischerpumpe von früher. Die passt da nämlich auch rein, die könnten wir jetzt einfach reinschmeißen und mischen lassen. Genauso könnten wir jetzt auch einen Heizstab da einfach reinschmeißen und den heizen lassen.
Muss nicht sein, wie gesagt, es läuft so langsam dadurch, dass der Heizstab dann einfach nachregelt. Aber ich würde gern nachmessen, dass das Wasser genau richtig, dass ich genau die richtige Menge Salz da reingekippt habe, bevor ich es ins Hauptbecken kicke. Das Wasser hat 18,4 Grad, das ist jetzt nicht das Wärmste. Und wir haben jetzt 52,2 Millisiemens. Das jetzt schön lange sättigen lassen in dem Behälter. In der eigenen Suppe. Und wenn ich jetzt hier in mein Hauptbecken reingehe, da sind wir ein bisschen drunter. Warum zeige ich euch das? Wenn wir das Ganze jetzt laufen lassen, zum Beispiel einfach mal 10 Minuten, gucken wir mal, was wir dann für eine Differenz haben, dann sehen wir direkt, wie gut die Durchmischung funktioniert hat. Ja, also hier, ich habe tatsächlich im Hauptaquarium habe ich nicht so eine gute Salzkonzentration, bin ich bei 48. Ja, umso besser. 0,5, genau. Salzen wir es wieder ein bisschen auf, ein bisschen ins Richtige. Und wie gesagt, also 48,5 hatten wir gerade oben, gell? Und okay, wir haben hier also 52 in dem Behälter hier unten. Jetzt testen wir mal das Ganze und schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Also das hier ist der Auslass, der muss natürlich jetzt irgendwie ins Becken rein. Darf halt jetzt nicht oben rausbieseln. Dann machen wir es doch direkt mal so. Da schießt er jetzt ins Becken rein. Okay, müsste passen. Und die andere Seite auch. Gehen wir halt an die andere Seite, dass er da, ihr wisst schon, gut durchmischt. So, hier so, ne? Neben die Strömungspumpe zum Beispiel. Jetzt müssen wir das Ganze zumachen. Jetzt wird sich gleich zeigen, ob wir gut gearbeitet haben. Ob die Dichtungen alle an der richtigen Stelle sind. Alles festgeschraubt. Das ist zu, das ist zu, das ist zu, das ist zu. Dann stecken wir es ein und schauen, was passiert. Oben blubbert er raus. Aber man merkt jetzt schon, ja, Wasserwechsel läuft. Schauen wir auf die Uhr. 14:45 Uhr. Ich habe einen 100er Puls. Bin ich aufgeregt? Na klar bin ich das. 14:45 Uhr. Und jetzt Das bewegt sich auch hier. Genau, da gucken wir mal. Da müsst ihr jetzt, also könnt ihr euch jetzt vorstellen, das Wasser, das hier irgendwie rauskommt, muss ja irgendwo herkommen. Nach meinem Dafürhalten muss er sich das jetzt hier reinsaugen. Mal gucken, ob er dann zuzelt. Ja, man sieht es, gell? Also, man sieht so ein bisschen, dass er so ein bisschen zuzelt. Wenn ich meine Luftblase reinmache, oder? Ja, man sieht doch die. Jetzt, wenn ich mal weggehe, schauen wir mal. Jetzt, er kann ja nicht hier endlos Wasser rausholen. Ja, doch, klar, jetzt zieht er sich Luft. Jetzt zieht er sich Luft, stimmt. Jetzt müsste der Behälter, dann wird der Behälter leer, richtig. Dann lassen wir das mal besser im Wasser drin, dass der Wasserwechsel sauber funktioniert. Ne? Genau, jetzt ist eigentlich 14:45 Uhr. Nach Adam Riese müssten wir jetzt eigentlich 20 Minuten warten und dann hätten wir 80% oder eine Stunde warten und dann haben wir 99% Wasserwechsel gemacht, wenn wir jetzt auf diesen 1 Meter 120 Liter pro Stunde oder 2 Liter pro Minute fördern. Jetzt können wir irgendwas anderes machen. In der Zeit haben wir unsere Ruhe. Wasserwechsel läuft von selbst. Ah, schon ein geiles Gefühl, oder so. Ja, und wenn man mal hinguckt, mit Ausnahme, dass ich da ein bisschen gekleckert habe, ist das Ganze eigentlich dicht. Fühlt sich jetzt, ich habe auch jetzt nicht Angst, dass gleich irgendwie eine Katastrophe passiert. Ich trockne nur die Kleckerleien ab, dass es dann ja, passt. Läuft. Der Füllstand reduziert sich nicht, da oben kommt konstant Wasser raus, also wird jetzt tatsächlich das Wasser gewechselt. Ah, ist das geil. Gut, ist eine Sache für entschleunigte Leute, die Zeit haben und ruhig rumsitzen wollen und jetzt was anderes machen. Zum Beispiel coole YouTube-Videos anschauen, womit ja Deutschland überflutet ist mit hochkarätigem Content. Gell? So, und die Zeit, während es jetzt hier ein bisschen Wasserwechsel macht, nutze ich jetzt mal, um ein bisschen über mein Aquarium hier zu sprechen. Was habe ich jetzt hier geändert in letzter Zeit? Ihr seht, die Abdeckung ist weg. Und ich habe hier ein starkes Video gemacht, wo ich mal darüber gesprochen habe, wie ich hier ein super effizientes Aquarium aufbauen möchte und getan habe. Und jetzt habe ich mal die Abdeckung weggemacht, einfach um es mal zu erleben, was wäre, wenn. Und das Erste, was ich euch mal das gleich sagen kann, ich rieche jetzt das Meer. Ich kann jetzt endlich oben aufs Aquarium draufschauen, weil mein Aquarium so klein ist. Oben draufschauen und den Urlaub riechen. Kann auch auf die Tiere oben drauf schauen. Aber ich habe jetzt einen brutalen Wasserbedarf. Also ich habe da unten nicht so einen 10 Liter Kanister. Den musste ich vorher einmal im Monat höchstens auffüllen. Jetzt im Winter, ne, es ist arschkalt, ne, im Winter ist der locker einmal die Woche leer. Also ich würde sagen, ich brauche jetzt statt 10 Liter im Monat eher 40, 50 Liter im Monat. Und das ganze Osmosewasser muss irgendwo herkommen, das ist anstrengend. Und wenn das ganze Wasser verdunstet, nochmal Faustregel, latente Wärme, also der Phasenübergang, das Wasser verdunstet, geht in gasförmigen Zustand über. Bei 20 Grad und Wasser ist es ungefähr bei 0,68 Kilowattstunden pro Kilogramm.
und da Wasser 1 Kilogramm pro Liter hat, heißt, wenn ich 1 Liter hier verdunstet, verliere ich 0,68 Kilowattstunden. Und wo kommen die dann her? Das Wasser würde abkühlen und damit es das nicht tut, läuft der Heizstab. Und das kann ich euch jetzt sagen, davor lief der Heizstab manchmal und jetzt läuft der Heizstab quasi nonstop. Also ich finde es keine Verbesserung, wenn ich das so sagen darf. Warum habe ich dann die Abdeckung runtergenommen? Ich wollte einfach mal den Orca einbauen. Ne? Überall bei den ganzen coolen, lieben Leuten, die ich kennenlernen durfte, läuft jetzt so ein Orca. Und ich selbst habe gar keinen. Was? Und dann habe ich mir so einen Ausschussteil am Halter und habe hier so einen mir da eingebaut. Ich finde es geil, als wir das Aquarium aufgestellt hatten, gab es ja die 6075 noch gar nicht. Und da hatte ich dann diese große, effiziente Pumpe drin. Toll, aber die ist halt einfach ein bisschen kleiner und schnuckliger. Also ich finde hier im Becken ist auch schön. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, diese Pumpe war so groß, wenn ich die auf 100% habe laufen lassen, hat die halt auch überall jedes Eck erreicht. Es ist nicht so, dass plötzlich Dreck aufgewirbelt wurde. Aber ich habe schon den Eindruck, wisst ihr, gerade die Weichkoralle da hinten, wenn die Pumpe jetzt in die Richtung läuft, ne, ein bisschen Gas gibt, dann kriegt die Strömung jetzt in die Richtung ab und wenn die dann rüberzieht und direkt angeblasen wird, ich habe schon den Eindruck, dass die das ein bisschen schön findet, dass es einfach aus beiden Richtungen mal die Strömung kommt. Hier steht ja auch Bombe. Ja, ja. Dann, bei so vielen Leuten habe ich eine Cassie-Leuchte eingebaut. Und bei mir selber habe ich noch nie eine drin gehabt. Und warum das jetzt? Wenn da eigentlich dieser Rahmen drauf wäre, dann würdet ihr diese blöden Halter und das ganze Gedöns hier vorne gar nicht sehen. Und dann würden diese Tunze-Leuchten so eine Grundbeleuchtung im Aquarium erzeugen. Und auch weiterhin ihre Abwärme. Jeder davon gibt 20 Watt ab. Ich kriege reflektions- und spiegelfrei das Licht hier ins Aquarium rein. Aber es ist halt einfach, fehlt so ein bisschen dieses Schatten- und Lichtspiel, das ich bei einer Cassie-Leuchte habe. Ich zeige euch das mal. Ich habe den Wi-Fi-Dongle rausgerissen. Wenn ich das jetzt mal so mache, also es ist noch so eine Grundbeleuchtung da. Überall kommt Licht an. Mit Rahmen würde man es nicht sehen. Aber dieses Cassie-Spektrum, das einfach so gut aussieht, hat schon was. Gerade, das sieht man in der Kamera nicht so, gerade wenn ich jetzt dann so ein bisschen blauer einstelle. So toll. Das Leuchten, also das ist schon das Licht- und Schattenspiel. Auch den Raum haben wir gerade hell beleuchtet, aber dass das Licht von der Cassie-Leuchte hier an der Oberfläche reflektiert wird und dann hier diese schöne Aurora im Wohnzimmer erzeugt, schön. Wenn wir unsere neue Leuchte hier bringen, hätte ich die gerne ein bisschen schicker. Wir haben die angepasst. Ich würde die gerne benchmarken gegen meinen heiligen Gral hier, diese Cassie-Leuchte. Und ich verrate es mal so, ihr merkt, dass wir mit dieser Tunze-App gerade Großes vorhaben. Ich würde mir wünschen, dass wir recht bald Cassie auch im System haben und im selben System auch unsere eigenen Leuchten. Und dann wäre es schön, wenn beides harmonieren würde. Und da bin ich jetzt hier ein Testkandidat. Ich warte nur darauf, dass der nächste Prototyp für unsere Leuchte hier fertig wird und dann baue ich mir die ein und dann nehme ich euch hier auf dem Kanal mit. Also jetzt gleich schon mal abonnieren, wenn ihr mehr davon sehen und wissen wollt. Gell? Gut, was habe ich noch gemacht? Der Abschäumer da hinten. Na, mein alter Abschäumer, der 9004, den ich da drin hatte. Ich war grundsätzlich zufrieden. Ihr habt es vielleicht im letzten Video gesehen, das Gehäuse war so weiß. Was hat der da gemacht? Es war ein Bio-Kunststoff, 87% nachwachsend, in Deutschland hergestellt, lebensmittelecht. Aber leider nicht hydrolysebeständig. Weil wenn man einen Biokunststoff haben will als Hersteller, dann geht es immer darum, dass das kompostierbar ist. Für die ganze Industrie. Und dann brechen halt Rasthaken ab irgendwann. Und dann habe ich den Versuch jetzt hier gemacht und musste leider zu dem Schluss kommen, dieser spezifische Kunststoff ist völlig ungeeignet, bricht das Gehäuse auseinander nach einer gewissen Zeit. Also habe ich die Kugel für euch eingefangen. Und dann dachte ich mir, weißt du was, jetzt probiere ich mir mal den 9012 aus. Der ist riesengroß für mein kleines Aquarium, aber ich kann es mir leisten, irgendeinen Schmarrn hier bei mir zu machen. Ich würde den gerne mal benchmarken zu dem kleineren, weil auf der Packung steht bis 250 Liter bei dem kleinen oder mit der DC-Version bis 300 Liter. Und jetzt wollte ich mal gucken, wenn ich mir den großen einbaue, was das für Auswirkungen hat. Wie ist der Lautstärke technisch? Wie ist das mit dem größeren Reservoir hier oben? Wie ist da die Oberflächenabsaugung? Einfach, dass ich selbst als Kunde schmecke und nicht nur als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Entwickler, sucht es euch aus, irgendwie so ein Produkt in der Schachtel habe. Ich reflektiere hier auch ein bisschen die Videos, die ich so gemacht habe und die Außeneinsätze, die ich gemacht habe und das Feedback, das ich von euch bekommen habe, einfach selber im eigenen Wohnzimmer. Und deswegen danke dafür, dass ihr diese Reise hier mit mir geht. Es sind jetzt 10 Minuten um. Jetzt würde ich glatt mal gucken, wie jetzt der Kanister sich so gemacht hat. Gell? Oh ja, schaut mal an. Oh, aber es wird weniger Wasser. Irgendwo zieht er ein bisschen Luft. Sollen wir mal kippen? Wollen wir es mal riskieren?
Ja. Da blubbert er. Ja, ja. Da sieht man auch, dass die Dichtung nicht gescheit dran ist. Ah, da hat er gefuscht. Ah, das habe ich zu fest angezogen. Ja, dann machen wir nochmal Abbruch und reparieren das schnell, oder? Also macht's mir nicht nach, macht's besser. Wo ist dieser riesige Schraubenschlüssel? Den hätte ich nicht verwenden dürfen. Weil dadurch, dass ich hier außen gedreht habe, habe ich die Dichtung verzogen. Das bin ich selber schuld. Und wir sehen, wir sind bei 50,7 statt, vorher hatten wir 51,9 ungefähr. Also man sieht schon, eine Durchmischung hat bereits ordentlich stattgefunden. Und wir haben ja auch den halben Tank hochgepumpt. Wie Anfänger, ne? Aber ihr seht, selbst wenn es undicht ist, passiert gar nichts. Ist ja jetzt nicht, dass wir eine riesige Sauerei bekommen hätten oder ein riesiges Drama passiert wäre. Ich glaube, ich habe es vorhin schon aufgezählt als Nachteil. Normalerweise gehe ich beim Wasserwechsel mit dem Schlauch auch durch und würde an der einen oder anderen Stelle ein paar Algen oder irgendeinen Schmodder oder irgendwas, was halt da sein könnte, wegsaugen. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt den Silas einpacken. Wir könnten jetzt Mittagessen gehen und in einer Stunde kommen wir wieder und das Wasser wäre perfekt durchgemischt. Dann war das jetzt mal wieder kein Video, bei dem ich irgendjemanden interviewe oder uns irgendjemand was erzählt, sondern wo ich jetzt mal wieder alleine richtig schön vor der Kamera ein bisschen rumhampeln durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, das Ding läuft jetzt. Ich würde es jetzt halt eine Stunde laufen lassen oder so. Und wenn ich 2 mache, ist auch nicht schlimm. Vielleicht wirkt es jetzt im Video schon wie ein bisschen ein Aufwand, aber denkt dran, wir haben gerade mit Sachen, die man sich mal in Amazon von heute auf morgen kaufen kann und einer Pumpe von uns so ein Gerät gebaut. Nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr so ein Ding in professionell und fertig durchdacht kaufen wollt, dann schaut rein unten auf den Link vom Original, okay? Und wenn ihr Lust habt, wenn ihr sagt, Mensch Felix, das könnt ihr besser, das solltet ihr mal in richtig bauen. Ja, da gibt es zum Beispiel, ich zeige es euch mal, das sind ja hier offensichtlich Schwachstellen. Und da gibt es fertige Tankdurchführungen mit Push-Konnektoren, die dann 10 Bar aushalten und nicht nur so also Stromkabelanschlüsse. Ne? Also da gibt es schon bessere Teile, zu denen wir auch Zugang haben, die kriege ich halt nicht in Amazon mal ebenso schnell als DIY-Projekt zum Nachbasteln. Also da hätte ich Bock drauf. Da müsstet ihr mir jetzt bitte sagen, ob wir da weitermachen sollen, ihr Lieben. Okay? Ansonsten freue ich mich immer auf euer Feedback. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Video hier mit euch, dieses kleine Bastelabenteuer mit euch. Und ich freue mich tatsächlich auf den einen oder anderen, der mir dann auf der nächsten Messe sagt, oh Felix, ich habe das jetzt nachgebaut, hey, voll geil, danke für den Tipp. Oder irgendeiner von euch schreibt jetzt unten da rein in die Kommentare, also wenn du das so und so machen würdest, noch besser. Und dann kriegen wir zusammen eine richtig coole Aquarientechnik in den Markt und in eure Wohnzimmer und an eure Aquarien und wir haben alle Spaß damit. Gell? Habt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video und ciao.